Bruxismus ist ein Zähneknirschen. Das ist ganz simpel. Die Patienten, die beißen meistens nachts, wenn sie schlafen, ganz stark ihre Gebisse zusammen, was die Folge hat, dass sie am Tag Kopfschmerzen haben, dass sie schlechter schlafen und auch, dass die Zähne Folgeschäden davon tragen. Die Vorteile einer Bruxismusbehandlung mit Botox sind ganz klar. Es ist sofort verfügbar, es ist nicht operativ und für die Patienten ein wirklich unaufwendiges Verfahren und sehr effektiv. Zunächst steht wie bei jeder Behandlung zuerst mal die Beratung und die Diagnose im Vordergrund. Der Patient kommt zu einem ersten Gespräch, wir schauen uns die Patienten an, es gibt erst eine Anamnese, eine Untersuchung, dann wird die ganze Therapie erläutert und es erfolgt eine Aufklärung. Und am Behandlungstag selbst gehen wir dann mit dem Patienten in dem Behandlungszimmer. Wir ertasten uns den Muskel, den Musculus masseter, das ist der Kaumuskel, den tasten wir uns und zeichnen uns die Punkte an, wo der am stärksten ist und lassen den Patienten auch zusammenbeißen, also damit wir sehen, wo der größte Muskelbauch ist. Und genau an diese Stellen injizieren wir dann das Botox, um den Muskel zu schwächen, damit der Patient nachts nicht mehr diese arge Kraft hat, die Zähne zusammenzubeißen. Nach der Unterspritzung ist wie bei jeder Botox-Behandlung zu beachten, dass man am Tag der Behandlung den Kopf nicht vornüber beugen sollte, dass man 3 Tage nicht in die Sauna gehen sollte, keinen Leistungssport machen. Leistungssport ist, wenn die Patienten Spinning machen und so hochrote Köpfe haben, ein Marathon auf dem Berg, sowas sollte vermieden werden. Ein leichtes Fahrradfahren, Spazierengehen ist alles möglich. Und eben das wirkt erst nach 3 bis 7 Tage und so die Maximalwirkung nach 3 bis 4 Wochen und es hält 4 Monate circa. Die Schmerzhaftigkeit einer Botox-Behandlung kann ich schon so beantworten, dass es nicht ganz schmerzfrei ist. Man spürt die Einstiche, man kann das aber ganz gut wegnehmen, indem man örtliche Betäubungscreme draufkriegt, ist aber wirklich nur in 10% der Fälle notwendig. Ein Mensch, der einen kleinen Zwicker verträgt, also wenn man ihn vielleicht zwickt oder mal anrempelt, der hält auch die paar Punkte Botox aus. Die Dauerhaftigkeit, wie lange das hält, das Botulinumtoxin, das ist auch wie bei jeder Botox-Behandlung, gehen wir von so 4 bis 5 Monaten oder 3 bis 4 Monaten. Es wird auch bei jedem ein bisschen anders abgebaut, sodass man nach 4 Monaten rechnen muss, dass es wieder aufhört. Aber natürlich wird dieser Circulus viciosus des Zähneknirschens auch unterbrochen, wenn der Muskel mal nicht mehr ganz so stark ist. In der Regel kommen die Patienten so alle halbe Jahre zur Behandlung. Bei jeder Behandlung, die wir machen, können Nebenwirkungen auftreten, ebenso bei Botox-Behandlungen. Man kann zum Beispiel zu viel spritzen, dann hat der Patient das Gefühl, er kann nicht mehr ganz so gut kauen. Man kann zu wenig spritzen, dann hat man keinen Effekt. Das sind eigentlich blaue Flecken, klar, das kann auch mal passieren. Es kann auch ein Spritzenabszess kommen. All die Sachen wie Spritzenabszesse, irgendwas ganz Katastrophales habe ich bei dieser Behandlung noch nicht erlebt. Der Preis einer Botox-Behandlung bei Bruxismus richtet sich nach der verwendeten Menge. In der Regel bewegen wir uns so bei ca. 1.000 € plus Mehrwertsteuer.